Hallo und herzlich willkommen zum Montagevideo des MEPA Montagerahmen SF Universal XL in Verbindung mit einer Stahlwanne. Zuerst werden die vormontierten Elemente mit den Schienen verbunden. Schieben Sie die Profile hierzu auf die Eckwinkel und setzen Sie das zweite vormontierte Element daran an. Die Größeneinstellung kann durch einfaches Ausziehen stufenlos bis 100 x 180 cm erfolgen. Für Formate kleiner 80 x 160 cm müssen die Profile gekürzt werden. Nun den Montagerahmen in die Wanne einlegen. Danach werden die Abstandshalter in die Profile eingeklickt. Mit den zwei roten Abstandshaltern wird die Position des Abflusses markiert. So ist gewährleistet, dass der Montagerahmen immer gleich in die Duschwanne eingelegt wird. Zusätzlich wird durch die Abstandshalter der notwendige Abstand zwischen Rahmen und Wanne sichergestellt. Jetzt den Montagerahmen an die Wannengröße anpassen. Dazu diesen gegen den inneren Wannenrand ausziehen. Ziehen Sie die Schrauben fest an. Im nächsten Schritt werden die 4 Eckfüße grob an die gewünschte Höhe angepasst. Wählen Sie hierzu die passenden Adapterhülsen. Die Feineinstellung erfolgt später über die Gewindestange. Im Anschluss werden die Easylifts montiert. Ziehen Sie die grüne Schutzfolie ab und positionieren die Easylifts mittig unter der Duschwanne. Für die optimale Klebekraft muss dieser Bereich vorher gründlich von Staub, Schmutz sowie Fettrückständen befreit werden. Dieser wird in der Höhe ca. 10 mm niedriger eingestellt als die Eckfüße. Berücksichtigen Sie dabei die Wannentiefe. Bei Acrylwannen wird der Easylift mit den beiliegenden Schrauben befestigt. Beachten Sie dabei die Länge der Schrauben. Damit der Easylift später zum Boden ausgefahren werden kann, wird die rote Kordel abgerollt und durch die Ablauföffnung gelegt. Zur Fixierung der Kordel auf der Wannenoberseite können Sie das beiliegende Klebepad nutzen. Überprüfen Sie die Höhe des Easylifts zum Beispiel durch Auflegen einer Wasserwaage. Die Abstandshalter, die später zum Fußboden zeigen, können an der Sollbruchstelle gekürzt werden. Die Abstandshalter zur Wand werden auf die benötigte Länge gekürzt. Dieses Maß hängt vom Wannenabdichtband sowie Schalldämmband ab. Markieren Sie dieses und kürzen Sie die Abstandshalter. Anschließend können die Klickfüße vorbereitet werden. Diese sollten in der Höhe ebenfalls ca. 10 mm niedriger eingestellt sein als die Eckfüße. Dies erleichtert später das Ausrichten der Wanne. Drehen Sie die Füße mittig in die Profile ein. Positionieren Sie jetzt den Montagerahmen. Durch Drehen der Füße wird die finale Höhe eingestellt und der Rahmen in Waage gebracht. Hierzu zunächst nur die 4 Eckfüße einstellen. Wichtig, im Anschluss die Konterschraube festziehen. Die Eckfüße werden jetzt mit den Bodenlaschen am Boden fixiert. Anschließend werden die anderen Füße zum Boden heruntergedreht und oben sowie unten gekontert. Füllen Sie als nächstes die roten ADS-Kappen der Easylifts von innen mit PU-Kleber. Dieser wird anschließend auch von außen auf die Kappen aufgebracht. Bringen Sie den PU-Kleber auch auf den roten Auflageflächen im Eckbereich und auf den Klickfüßen auf. An den Klebestellen muss die Wannenunterseite gründlich von Staub, Schmutz sowie Fettrückständen befreit werden. Die Duschwanne jetzt auf den Rahmen legen und vorsichtig absenken. Abschließend werden die Easylifts ausgefahren. Ziehen Sie hierzu an der roten Kordel, bis Sie einen Widerstand spüren. Dann ist der jeweilige Easylift am Boden angekommen. Beschweren Sie die Wanne für mindestens 6 Stunden mit 60 kg.